Ein kleiner Bach in Osthessen, begradigt und gezähmt durch eine Betonrinne. Die Renaturierung, ein aufwendiges Projekt, zumindest wenn der Mensch Hand anlegt. Ganz in der Nähe sind andere Wasserbaumeister am Werk, die ihre Baukunst schon seit Millionen von Jahren ausüben: Biber. Sie haben eine blühende Wasserlandschaft geschaffen. Lebensraum für Schilfpflanzen, Vögel, Säugetiere und Insekten. Eigentlich war es der Job von Wasserbauexperte Heinrich Wacker, diesen Bachlauf in der Nähe von Bad Hersfeld zu renaturieren. Doch dann merkte er, dass bereits tierische Experten vor Ort waren. Wir haben tatsächlich vor 5 Jahren im oberen Bereich dieses Biberreviers, als der Biber angekommen ist, die damaligen Renaturierungsarbeiten eingestellt, weil wir festgestellt haben, dass der Biber das noch viel besser kann als wir, und haben das jetzt die letzten 5 Jahre ihm die Arbeit hier überlassen. In dieser Zeit hat die Biberfamilie 12 Staudämme gebaut und damit den Wasserspiegel stark angehoben. Eine vielfältige Seenlandschaft ist entstanden, aber nicht nur sie selbst profitieren von den unermüdlichen Bauaktivitäten. Biberdämme sind aber nicht wie menschliche Betonbauwerke, undurchlässige Bauwerke, sondern die hier lebenden Bachfische wie Bachschmerle oder Bachneunauge, weil es überall gut Sauerstoff versorgt ist, eine Jugendphase in den Dämmen durchführen und dann natürlich auch die Bäche besiedeln können. Also es sind ganz viele Tierarten, die hier an das Ökosystem angepasst sind. Der Biber macht das ja schon ein paar Millionen Jahre. Doch damit wäre es beinahe vorbei gewesen. Biber waren Anfang des 19. Jahrhunderts europaweit fast ausgerottet. Zum Verhängnis wurde ihnen der dichte Pelz und ihr schmackhaftes Fleisch. Wegen des geschuppten Schwanzes wurden sie kurzerhand zu Fischen erklärt und durften so auch in der Fastenzeit verspeist werden. Seit den 1960er Jahren wurden Biber wieder ausgewildert. Heute leben in Hessen über 1000 Tiere. Das führt auch zu Konflikten, wie hier in Mülheim. Ihr Damm flutet Wiesen und Gärten. Viele Anwohner sind genervt. Mit Rohren im Biberdamm leitet die Stadt einen Teil des Wassers ab. Zerstören darf sie das Bauwerk der geschützten Tiere nicht. Die Naturschutzbehörde muss nun entscheiden, ob die Biber vergrämt werden dürfen und sich ein neues Revier suchen müssen. Zurück an der Fulda bei Bad Hersfeld. Biberbetreuer Klaus Henschel macht sich auf den Weg zu seinem Beobachtungsposten. Seit Jahren schon dokumentiert er das Leben einer Biberfamilie. Mit Weidenzweigen lockt er die Tiere an und installiert seine Wildkamera. Denn er hofft heute, zum ersten Mal den Nachwuchs von diesem Sommer zu sehen. Und er hat Glück. Zum Anfang, wenn die Kleinen rauskommen, sind sie nur im Burgbereich und werden von den Eltern und Geschwistern dazu rangeführt, auch im größeren Wasser oder im Mittelstrom zu schwimmen. Also die haben eine ständige Betreuung. Aber selbst mit der besten Betreuung überlebt am Ende nur die Hälfte der Biberkinder. Altbiber haben eigentlich keine natürlichen Feinde, aber der Jungbiber hat schon den Fuchs, wildernde Hunde, einen erwachsenen Waschbär, den Uhu, sofern es den gibt, und in größeren Gewässern auch Raubfische wie Hecht und Wels. Nicht ungefährlich für die Kleinen, auf Futtersuche zu gehen. Im Sommer fressen Biber hauptsächlich Gräser und Kräuter. Am Steilufer eine sogenannte Biberrutsche. Die haben die Elterntiere zwischen Bach und Wiese angelegt. Aber wie kommen die Kleinen hier hoch? Es wird nämlich vom Mutter- oder Vatertier die Rutsche hochgeschoben und dann begrüßt das Elterntier auch das andere Junge, was schon oben ist, und dann wird gemeinsam diniert. Die mit Wasser getränkten Biberwiesen werden sich nach und nach zu Niedermoorböden entwickeln, die in großem Umfang CO2 binden und einlagern können. Solche organischen Böden sind ein wichtiger Baustein im Klimaschutz. Ein richtiges kleines Wasserparadies haben die Biber erschaffen. Hier leben Libellen und Amphibien, die schon lange verschwunden waren. Auch seltene Sumpfvögel konnten die Biberbetreuer hier schon beim Brüten beobachten. Erstaunlich ist, wie er mit so ein bisschen Wasser hier so einen Lebensraum gestalten kann. Das hätten wir mit dem Bagger nie hinbekommen. Auch wenn Biber nicht überall ihre Bauaktivitäten entfalten können, lässt man ihnen, zumindest in einigen Gebieten, Raum,
bewirken sie für die Natur solche kleinen Wunder.